Jeder Mensch will heutzutage zur Marke werden, aber wie funktioniert das? Personal Branding, das ist unser Thema heute bei Xing Talk. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass eine echte Expertin, eine echte Marke heute hier ist. Tijen Onaran ist hier, herzlich willkommen. Danke. Ganz kurz zu Tijen, sie hat den Verein Women in Digital ins Leben gerufen, vernetzt dort mehr als 20.000 Entscheiderinnen aus der Digitalbranche miteinander. Sie hat ein Start-up gegründet, eine PR-Beratung für Start-ups, nämlich Startup Affairs. Sie ist Kolumnistin bei der Wirtschaftswoche Gründer und sie schreibt derzeit an einem Buch. Und Eigenmarketing, Selbst-PR ist auch ein Kapitel davon. Insofern, Tijen, mehr Expertise geht gar nicht. Legen wir gleich los. Ja. Die Idee hinter Personal Branding ist ja, dass jeder eine Marke werden kann. Im Prinzip, dass das, was bei Apple, was bei BMW oder bei Haribo funktioniert, bei jedem von uns auch klappen kann. Ist das so? Kann das tatsächlich jeder und jede? Es ist tatsächlich so und das ist das Schöne bei Personal Branding, das kann wirklich jede und jeder. Also sobald du ein Thema hast, kannst du da draußen stattfinden und durch die Digitalisierung kannst du auch noch mehr stattfinden, weil du ganz, ganz viele Leute erreichen kannst auf einen Schlag. Ich glaube, das Wichtigste ist zu Beginn, sich Gedanken zu machen, okay, welche Stärken habe ich? Worin bin ich tatsächlich richtig gut? Und wenn ich das noch nicht so richtig weiß, kann man sehr gut darüber gehen, dass man sagt, worin bin ich nicht so gut? Also bei mir war das zum Beispiel dieses Visuelle. Ich habe eine Leidenschaft fürs Visuelle. Ich schaue mir gern schöne Dinge an, schöne Grafiken. Ich kann es selbst aber nicht umsetzen. Ich habe das schon mal probiert, das kam nicht ganz so gut an. Das heißt, ich habe mir dann Gedanken gemacht, okay, was sind so meine Stärken? Was hat mich beruflich begleitet? Was habe ich gerne im Job gemacht? Was habe ich nicht so gern gemacht? Und darüber bin ich relativ schnell zu meinen Themen gekommen, mit denen ich dann am Ende auch wahrgenommen werden wollte und unterwegs bin. Das heißt, ein ganz praktischer Tipp zum Anfang vielleicht, man nimmt sich ganz analog, ganz oldschool mal ein Blatt Papier und einen Stift und schreibt auf, das sind meine Stärken, das sind vielleicht auch meine Schwächen und das sind die Ziele, das möchte ich kommunizieren. Genau, und da hilft auch so ein Blick in die Vita, also sich wirklich nochmal die Station anzuschauen, Revue passieren zu lassen, was habe ich eigentlich damals in den Jobs gut gemacht oder was hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich habe das zu Beginn auch so gemacht. Also ich war ja in der Politik aktiv und engagiert und habe auch viel für politische Entscheidungsträger gearbeitet, war sehr nah an Leuten dran, die wirklich vorne standen, die sozusagen auch eine gewisse Prominenz in Parteikreisen hatten. Du warst bei der FDP lange aktiv, Genau. Ich habe unter anderem auch für Guido Westerwelle gearbeitet und habe mir natürlich auch vieles abschauen können. Also am Ende in der Politik ist es ja auch so, du bist ja als Mensch da auch unterwegs. Ne? Du willst ja irgendwie auch wahrgenommen werden, nicht nur mit Inhalten, sondern irgendwie auch mit dem, was du bist am Ende. Und dadurch habe ich mir ziemlich viel anschauen können und habe mir dann meinen eigenen Lebenslauf angeschaut und geschaut, was habe ich eigentlich damals gerne gemacht, was war immer mein Thema und habe relativ schnell festgestellt, dass ich nie so ein Expertenthema im Sinne von ein Fachthema hatte. Also ich war jetzt nie die Automobilexpertin oder keine Ahnung, Wirtschaftsexpertin im Sinne von Grundeinkommen und so weiter und so fort, sondern ich war eher generalistisch unterwegs. Also ich habe heute dieses Thema beackert, dann am nächsten Tag ein anderes Thema und habe festgestellt, dass das Thema Generalistin sein, also sich sehr schnell in komplexe Sachverhalte einzuarbeiten und die dann so rüberzubringen, dass es auch andere verstehen und andere auch zu motivieren für ein bestimmtes Thema, für Ideen zu begeistern, dass das mein Thema ist. Es könnte ja auch ein Nachteil sein. Man könnte ja auch sagen, Mensch, sie hat eben nicht so ein Fachgebiet, sondern kann alles ein bisschen. Ja, das stimmt, aber heute, glaube ich, ist es ein Riesenvorteil, weil durch die Digitalisierung werden alle Hierarchien aufgebrochen. Man braucht viel, viel mehr Generalisten, man braucht Leute, die vernetzt denken, die abteilungsübergreifend denken. Deswegen, glaube ich, ist heute die Zeit der Generalisten. Und das war sozusagen auch mein Vorteil, dass ich wirklich gesehen habe, okay, ich kann mich sehr schnell in Dinge einarbeiten und eben auch sehr gut Leute tatsächlich auch begeistern, mitnehmen und für Ideen begeistern. Und deswegen bin ich sehr schnell darauf gekommen, dass das Netzwerkthema eigentlich meines ist, weil ich eben in der Politik auch ein eigenes Netzwerk aufgebaut habe und Leute immer zusammengebracht habe. Also in verschiedenen beruflichen Stationen habe ich immer Formate konzipiert und auch umgesetzt. Das heißt, das war ein Thema, Netzwerkthema. Und dann über das Netzwerkthema kam auch das Sichtbarkeitsthema, weil beim Netzwerkthema geht es ja auch immer darum, dass du sichtbar bist mit dir als Person und dann waren wir relativ schnell beim Sichtbarkeitsthema und so kam ich ganz konkret auch zu meinen Themen. Ja. Woran merke ich denn, dass mein Selbstbild mit dem Fremdbild übereinstimmt? Es kann ja sein, dass ich denke, mein Gott, ich bin eine super gute Grafikerin, aber die anderen sagen eben, nicht so wirklich. Bilder sind nicht so schön. Nicht so deins. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Leute in seinem Umfeld befragt und zwar nicht unbedingt Family and Friends, sondern eher Kollegen oder Bekannte. Also die, mit einer Distanz. Mit einer gesunden Distanz, die wirklich sagen, okay, ich habe dich beobachtet,
beobachtet, ich habe dich wahrgenommen, ich habe dich sozusagen erlebt als Kollegin oder als Kollege. Ich weiß, wie du arbeitest und worin du gut bist und vielleicht auch nicht so gut bist. Ja. Und so diese Leute als Sparringspartner ranzuholen, gerade wenn ich dabei bin, mir ein Thema zu überlegen oder wenn ich sage, ich möchte mit den Themen wahrgenommen werden und das dann sozusagen mit denen zu spielen und zu überprüfen und zu überlegen, klappt das überhaupt? Ich habe zum Beispiel zu Beginn, wenn ich Artikel geschrieben habe, habe ich das so an ausgewählten Kreis an Leuten geschickt, an Kollegen, an ehemalige Kollegen, an Bekannte und habe gesagt, hey, was ist so euer Feeling dazu? Was denkt ihr dazu? Ja. Passt es zu mir auch als Typ? Und da bekam ich eben ganz spannende Hinweise, die mir am Ende eben auch geholfen haben, wirklich meine Themen auch zu finden und die dann auch wirklich voranzutreiben. Das heißt also erstmal die eigenen Stärken klären als erstes, dann natürlich möglichst ehrliches Feedback einholen. Und wie geht es dann weiter? Wie kann ich sagen, morgen nach dem Frühstück werde ich zur Marke? Ich meine, wie geht das dann los? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dann an der Präsenz arbeitet. Das kann sein, dass man sagt, okay, ich lege jetzt einen Blog an oder ich lege erstmal eine Website an, wo ich so ein bisschen was über mich erzähle. Und das Zweite ist, das ist sozusagen das, was digital stattfinden kann. Zu den Kanälen kommen wir dann sozusagen später. Aber das Zweite ist, dass man analog auch damit beginnt. Das heißt, man geht auf Veranstaltungen, man kommt mit anderen Leuten ins Gespräch, man bringt sich auch ins Gespräch. Also vielleicht schlägt man sich selber auch mal vor für ein Panel und sagt, hey, übrigens, ich beschäftige mich seit geraumer Zeit mit den und den Themen und wenn du mal wieder eine Expertin zu dem Thema suchst, dann denk doch mal an mich. Und das habe ich zu Beginn auch so gemacht. Ja? Also, aber was rätst du Leuten, die vielleicht etwas schüchterner sind, die introvertiert sind, die sagen, oh, das traue ich mir gar nicht zu und ich will auch nicht so eitel rüberkommen. Das ist ja auch eine Gratwanderung. Das ist eine absolute Gratwanderung und ich kann das total nachvollziehen und ich glaube, da hilft, wenn man wirklich im geschützten Raum sich ausprobiert. Also geschützter Raum heißt, es gibt verschiedene Formate, es gibt Organisationen. Ich meine, deswegen, das war auch ein Grund, warum ich Women in Digital gegründet habe, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte auch vielen Frauen sozusagen einen geschützten Raum bieten, wo sie sich irgendwie ausprobieren und austauschen können. Und es können eben Organisationen, Formate sein, wo man wirklich im kleinen Kreis sich auch austauscht und dann kann man auch ein Stück weit üben. Ja? Man kann das auch in den Unternehmen üben. Es gibt in den Unternehmen mittlerweile viele interne Netzwerke, interne Formate und sich da ins Spiel zu bringen und zu sagen, hey, wenn ihr mal wieder das Thema XY beleuchtet, ich beschäftige mich seit geraumer Zeit, ich bin eure Ansprechpartnerin und man kann es auch einfach mal ausprobieren und dann muss man es einfach mal machen, ja, einfach über den eigenen Schatten auch springen. Ja. Und woran misst sich der Erfolg von Personal Branding? Ich kann ja tun und machen und das Gefühl haben, es läuft total gut, aber woran sehe ich denn, dass es tatsächlich auch fruchtet und dass ich mit meiner Message auch ankomme? Also ich sage immer, nicht abhängig machen von Likes. Ja? Viele sagen immer, hey, ich poste irgendwo was und dann kriege ich überhaupt gar keine Reaktion drauf, es liked keiner. Und ich sage immer, es werden aber sehr, sehr viele gesehen haben, weil es gibt auf diesen digitalen Plattformen sehr viele Leute, die einfach gerne beobachten, die einfach unglaublich inaktiv sind, die selber nicht so aktiv sind und die einfach beobachten. Und diese Beobachter sind am Ende auch diejenigen, die dir vielleicht helfen, dich sozusagen nochmal zu pushen und dich vielleicht auch vorschlagen für gewisse Dinge. Es war bei mir auch so, ich habe wirklich die digitalen Kanäle auch sehr stark genutzt und nutze sie immer noch, meine Messages da draußen wirklich zu platzieren, meinen Content zu teilen, also Artikel zu teilen und so weiter. Und ich kriege regelmäßig ganz viele Nachrichten, die sagen, von Leuten, die sagen, hey, ich beobachte, was du machst. Und dann denke ich mir, ihr habt ja noch nie auf mich sozusagen reagiert, aber sie sehen es, sie beobachten es. Und die helfen mir dann auch oder haben mir auch geholfen, haben mich mal vorgeschlagen für Diskussionsrunden und so weiter. Also ich glaube, nicht abhängig machen von wirklich einer Like-Geschichte, sondern vielleicht zu schauen, wie interagieren die Leute, vielleicht kommentieren die mal was im Sinne oder reagieren halt im geschützten Raum, dass sie mir eine persönliche Nachricht schreiben und dann, wenn sie das tun und wenn sie dich mal vorschlagen, also wenn du nicht mehr proaktiv auf die zugehen musst, sondern sie auf dich zukommen. Wenn du gefragt wirst, dann hast du es ein Stück weit geschafft. Ein Stück weit geschafft, genau. Und inwieweit spielen diese sozialen Netzwerke eine Rolle? Wie kann man zum Beispiel auch Xing nutzen, um eben eine Marke zu werden und sich zu etablieren? Das Tolle, finde ich, an den digitalen Kanälen ist, dass es unsere Gesellschaft ein Stück weit demokratisiert. Also jeder hat Zugang, ja, wenn WLAN funktioniert, ja, dann hat jeder tatsächlich Zugang. Und es gibt ja mittlerweile eine Vielzahl von digitalen Kanälen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Sobald ich mir mal Gedanken gemacht habe, was sind meine Themen, was ist mein Content, muss ich mir überlegen, mit welchem Content ich auf welchen Kanälen wie stattfinden will. Weil nicht jeder Content funktioniert auf jedem Kanal gleich. Ja? Wenn ich zum Beispiel viel so inhaltlich getriebene Themen habe, die wirklich auch komplexe Sachen sind, wo es auch darum geht, Gastbeiträge und so weiter zu veröffentlichen, dann sind so digitale Kanäle wie Xing beispielsweise auch eine ganz gute
ja, ganz gute Hilfsmöglichkeit, weil ich natürlich Artikel teilen kann und vielleicht bin ich auch mal Brancheninsider und solche Geschichten. Also die wirklich auch aktiv zu nutzen und auch auf andere Beiträge zu reagieren, also auch in Interaktion mit anderen Experten zu kommen, weil darüber erhöht man auch die eigene Visibilität. Also Reaktion ist schon wichtig, ne? Nur zu liken und vielleicht auch mal was zu teilen, das würde nicht reichen. Ich muss auch schon mal selbst nach vorne gehen, einen Beitrag selbst verfassen. Ja, Ne? und andere auch einbinden. Ja. Also Multiplikatoren einbinden, die vielleicht auch schon eine gewisse Reichweite sozusagen über ihre Kanäle haben, die in gewissen Themen schon stark sind. Das kann mal sein, dass man jemanden interviewt oder dass man eine Reihe macht, wo man verschiedene Personen auch abbildet. Das hilft einem sehr, auch in deren Community sozusagen stattzufinden und darüber dann auch eine eigene Reichweite am Ende auch aufzubauen. Gibt es also ein paar Don'ts, ein paar Todsünden des Personal Branding, Dinge, die man auf gar keinen Fall tun sollte? Also ich glaube, das Thema Authentizität ist eines, was sehr, sehr wichtig ist. Also es müssen schon Themen sein, die zu einem passen und der Ton muss auch passen. Also wenn ich eine Type bin, die vielleicht eher ein bisschen seriöser und sachlicher unterwegs ist und auf einmal auf diesen digitalen Kanälen oder auch sei es auf analogen Veranstaltungen sozusagen den Clown raushängen lasse, das wird nicht funktionieren, weil die Leute kriegen das Bild einfach auch nicht zusammen. Das muss vom Typ her auch passen. Aber wenn ich jemand bin, der vielleicht in einem komplexen Sachverhalt unterwegs ist und der es aber schafft, das wirklich locker leicht rüberzubringen, also in die Richtung Infotainment, dann kann man das natürlich auch weiterspielen und sollte sozusagen dann auch entsprechend das auf den Kanälen so darstellen, dass es eben zu einem passt. Also authentisch sein und auch ehrlich zu sich sein und vielleicht auch mal zu schauen, okay, was hat gut funktioniert und was hat vielleicht auch nicht so gut funktioniert und dann konzentriere ich mich eher darauf, was wirklich gut funktioniert. Und everybody's Darling sein zu wollen, ist, glaube ich, auch nicht hilfreich. Das sage ich Man muss auch schon immer. ein bisschen polarisieren und auch mal anecken. Ja, und du brauchst eine Position, weil andere Leute wollen ja wissen, in welchen Themen du stark bist und was für eine Meinung du auch am Ende vertrittst. Und ich sage immer, wenn du auf einem Panel zum Beispiel sitzt, wirst du im Publikum mindestens eine Person haben, die dich nicht mag, die deine Nase nicht ausstehen kann, was auch immer, weil es einfach vielleicht auch eine menschliche Sache ist. Manchmal passt es nicht, das kennt man ja auch von sich hier. Und dann sagst du noch was und dann gibt es vielleicht 3 andere, die auch deine Position nicht mögen. Also das auszuhalten, dass man weiß, okay, man kann nicht von jedem geliebt und gemocht werden, das ist etwas, was einen auch sehr schult und was ich persönlich auch natürlich sehr stark durch die Politik auch gelernt habe. Ja, das glaube ich, das war eine harte Schule. Ja, auf jeden Fall. Krise kann ich. Krise kannst du. Jetzt nochmal zum Schluss vielleicht 5 Schritte auf dem Weg zum erfolgreichen Personal Branding. Wie werde ich zur Marke? Also ich glaube, das Erste ist wirklich, wer bin ich und sozusagen, wenn ja, wie viele. Das hast du geklaut. Grüße an Richard David Precht an der Stelle. Wirklich, was macht mich aus? Was bin ich für ein Mensch? Und das Zweite ist, welche Themen sind sozusagen diejenigen, die mich irgendwie begleiten, in denen ich auch tatsächlich stark bin? Das Dritte ist, wie will ich wahrgenommen werden? Das habe ich vorhin erzählt. Bin ich eher sozusagen auf Infotainment-Trip oder bin ich wirklich eher der seriöse Ansprechpartner, der sachliche? Das Vierte ist sozusagen, was ist konkret mein Inhalt? Was ist der Content? Was sind meine Positionen? Also was sind auch wiederkehrende Thesen und Anekdoten, dass ich wirklich immer wieder die Thesen widerspiele, damit das in den Köpfen der Leuten passt und hängen bleibt. Also wie so ein Claim. Genau, wie ein Claim. Ich brauche irgendwie ein Claim, was man die sofort Leute mit dir verbindet. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal gesagt, Netzwerk ist die neue Rente. Ja, und seitdem werde ich immer darauf angesprochen. Das ist so mein Claim jetzt. Genau. Und ein griffiger Slogan. Ein griffiger Slogan, genau. Und das Fünfte ist sozusagen die digitalen Kanäle. Auf welchen Kanälen will ich wie präsent sein? Welche brauche ich auch für meinen Content? Ich habe vorhin gesagt, nicht jeder Inhalt funktioniert gleich auf allen Kanälen. Insofern sich genau nochmal anzuschauen, welche Kanäle machen am Ende auch Sinn und die dann wirklich auch aktiv und effektiv zu nutzen. Ja, vielen Dank, Tijen. Sehr gern. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und ganz viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen dieser Tipps. Und ja, sagen Sie uns gerne, wie es Ihnen gefallen hat und diskutieren Sie mit und schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein bei Xing Talk. Bis dahin, tschüss.